Gut, der Pneumothorax ist noch eine Pathologie, die wichtig ist. Hier geht es um eine Transparenzerhöhung. Also letztlich ist das, was wir da sehen wollen, Luft im Pleuraspalt zwischen Pleura visceralis und Pleura parietalis. Entsprechend sollte die Pleura visceralis als scharfe Linie zu sehen sein und je nach Ausmaß wird die kollabierte Lunge dann auch verdichtet sich darstellen. Weichteilemphysem ist letztlich ein indirektes Zeichen, das auftritt, wenn dieser Pneumothorax in irgendeiner Weise Verbindung hat mit dem Weichteilgewebe. Das kann zum Beispiel sein nach Traumata, wenn eine Rippenfraktur diesen Pneumothorax herbeigeführt hat, oder nach Operationen. Das ist fast noch häufiger, weil da eben die Thoraxdrainagen noch dann drin liegen, die werden rausgezogen und da kann es dann eben auch zu Verbindungen nach außen kommen und im Weichteilemphysem. Wichtig im Notfallsetting zu erkennen ist der Spannungspneumothorax. Das ist letztlich ein Pneumothorax mit der Situation, dass sich Druck aufbaut in diesem Pleuraspalt und dieser sich aufbauende Druck, der erhöht letztlich dann den intrathorakalen Druck einseitig und kann das Mediastinum dann zur Gegenseite schieben und so auch den venösen Rückstrom zum Herzen abstellen oder kompromittieren. Und das ist letztlich dann ein Notfall, den man möglichst schnell entlasten sollte. Es gibt noch das Lehrbuchwissen, dass die Expirationsaufnahme bei der Frage nach Pneumothorax höhere Sensitivität hat. Das ist auch richtig. Es wird aber in der Praxis relativ selten gemacht, aus dem Grund, weil man allermeistens jetzt nicht nur den Pneumothorax als Fragestellung hat, sondern halt auch noch andere Gründe zur Kurzatmigkeit führen können. Und die ganzen anderen Dinge, Pneumonien, Stauung und so weiter, die sehen Sie halt im inspiratorischen Thorax besser. Und deswegen wird es, obwohl es eigentlich für den Pneumothorax besser wäre für die Detektion, eben in der Regel doch in Inspiration gemacht. Das ist der Pneumothorax, wie er eigentlich so im Vollbild dann sich präsentiert. Die Lunge kollabiert, verdichtet, Richtung Hilea dann abgesunken und außenrum dann die sehr transparente Luft im Pleuraspalt zwischen Pleura visceralis und Pleura parietalis. Dann der Spannungspneumothorax eben vor allem zu erkennen am Mediastinalschiff. Das ist das größte Alarmzeichen, das Sie sich angewöhnen sollten zu entdecken dann in den Bildern. Ein weiteres Zeichen für diesen Druck, der sich da aufbaut, ist das Absinken des Zwerchfells auf der betroffenen Seite. Also eben der intrathorakale Druck drückt das nach unten und es spreizt auch die Rippen auf der betroffenen Seite etwas weiter auseinander. Das sehen Sie in dem Beispiel auch. Wenn Sie sowas sehen im Notfall, das sollten Sie möglichst schnell therapieren und diesen Pneumothorax entlasten. Ein Mantelpneumothorax ist letztlich etwas, was auch häufig postoperativ auftritt, und das sehen Sie letztlich an einer Linie, die, ja, Sie sehen es hier vielleicht nicht ganz so deutlich über die Online-Übertragung, aber auf der rechten Seite ist dort jetzt so ein Abstand von circa 2 Zentimeter von der Thoraxwand eine Linie zu sehen, die sich mantelförmig eben um diese Lunge herum ausbreitet. Und das sind Dinge, die man meistens hat nach Operationen. Dann wird eine Drainage in der Regel noch in situ sein, die entfernt man dann irgendwann und irgendwann hat sich der dann resorbiert. Das ist eigentlich eine übliche Fragestellung so in der Routine, gerade von thoraxchirurgischer Seite. Da diese Aufnahmen auch häufig im Liegen gemacht werden, muss man aufpassen, dass eben nicht eine Hautfalte, wie hier im rechten Bild zu sehen, falsch interpretiert wird als so ein Mantelpneumothorax. Da hat man aber mit ein bisschen Übung und Erfahrung sich irgendwann dran gewöhnt, dass man das eben nicht mehr falsch interpretiert. Das ist das benannte Weichteilemphysem und das kann schon ziemlich krass aussehen, um es mal so zu formulieren. Also der Patient sieht da wirklich sehr aufgepumpt aus. Das befindet sich Luft
also im Maximalstadium eigentlich überall im Weichteilmantel, jetzt nicht nur im Unterhautfettgewebe, sondern die Luft geht auch zwischen die Muskulatur. Sie sehen hier den Musculus pectoralis auf beiden Seiten, die Muskelfasern letztlich dargestellt durch die Luft, die sich dazwischen befindet, und das kann schon sehr angsteinflößend aussehen. Wenn man die Ursache behebt, dann resorbiert sich das aber auch relativ rasch. Man sollte nur frühzeitig reagieren. Pneumothorax im Liegen ist eine diffizile Angelegenheit, weil natürlich die Lunge dann nach hinten absinkt und der Pneumothorax vorwiegend vorne ist. Und entsprechend ist die Sensitivität hier sehr schlecht gegenüber der Stehendaufnahme. In diesem Bild sehen Sie den Pneumothorax letztlich nur randbildend angrenzend an das Herz. Und wenn ich Ihnen jetzt das CT dazu zeige, dann werden Sie es wahrscheinlich schnell erkennen. Aber eben nur aufgrund des Röntgenbildes ist es schwierig, und im Einzelfall kann man das durchaus dann mal auch übersehen. Also da ist das CT sicher das sensitivere Mittel, um das darzustellen.